Im November 1986 erklommen 5 australische Bergarbeiter den Lunatic Hill, den verrückten Hügel, benannt nach dem Geisteszustand, in dem sich jeder befand, der je dort graben wollte. Während ihre Konkurrenten in einer Tiefe von 2 bis 5 Metern nach Opalen suchten, bohrte das Lunatic Hill Syndicate 20 Meter tief in die Erde. Und für ihre Kühnheit belohnte die Erde sie mit einem faustgroßen, rekordverdächtigen Opal. Sie nannten ihn Halley's Comet Opal, nach dem viel größeren, felsigen, eisigen Himmelskörper, der damals an der Erde vorbeiflog. Der Halley's Comet Opal ist ein wahres Wunder, aber seine Einzigartigkeit ist paradoxerweise das Gewöhnlichste an ihm. Während sich Diamanten, Rubine, Smaragde und andere Edelsteine meist täuschend ähnlich sehen, gleicht kein Opal dem anderen, dank einer besonderen Eigenschaft, die Farbspiel genannt wird. Dieser schimmernde, schillernde, tanzende Lichteffekt ist die Folge eines Zusammenspiels von Chemie, Geologie und Optik, das Opale von ihren Anfängen tief unter der Erde an prägt. Dort beginnt ein Opal sein Leben als etwas überraschend Alltägliches: Wasser. Durch Spalten in Boden und Felsen sickert Wasser durch Sandstein, Kalkstein und Basalt und nimmt dabei eine mikroskopisch kleine Verbindung namens Siliziumdioxid auf. Dieses mit Siliziumdioxid angereicherte Wasser dringt in die Hohlräume von Vulkangestein, prähistorischen Flussbetten, Holz und sogar in die Knochen alter Lebewesen ein. Nach und nach verdunstet das Wasser und die Siliziumdioxidlösung bildet ein Gel, in dem sich Millionen von Siliziumdioxidkugeln Schicht für Schicht zu einer Reihe von konzentrischen Hülsen formen. Das Gel härtet schließlich zu einem glasartigen Material aus und die Kugeln ordnen sich in einer Gitterstruktur an. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle ist diese Struktur zufällig und lässt gewöhnliche Opale mit unscheinbarem Äußeren entstehen, die sogenannten Potsch-Opale. Der winzige, faszinierende Prozentsatz, den wir als Edelopale bezeichnen, hat Bereiche, in denen Siliziumkügelchen gleichmäßiger Größe geordnete Anordnungen bilden. Aber warum erzeugen diese Strukturen ein so lebhaftes Aussehen? Die Antwort liegt in einem Prinzip der Wellenphysik, der Interferenz. Der Einfachheit halber betrachten wir, was passiert, wenn nur grünes Licht mit einer Wellenlänge von 500 Nanometern auf einen Edelopal trifft. Das farbige Licht wird im ganzen Edelstein gestreut und mit unterschiedlicher Intensität zurückgeworfen, von den meisten Stellen gedämpft, von manchen komplett abgedunkelt und von anderen gleißend hell. Dabei passiert Folgendes: Ein Teil des grünen Lichts wird von der obersten Schicht reflektiert, ein weiterer Teil von der darunter und so weiter. Wenn die zusätzliche Strecke von einer Schicht zur nächsten und zurück, die das Licht zurücklegt, ein Vielfaches der Wellenlänge ist, zum Beispiel 500 oder 1000 zusätzliche Nanometer, liegen die Wellen Berge und Täler übereinander. Dieses Phänomen wird als konstruktive Interferenz bezeichnet, die die Wellen verstärkt und eine hellere Farbe erzeugt. Wenn du also im richtigen Winkel darauf blickst, addiert sich das von vielen Schichten reflektierte grüne Licht. Verändert man den Winkel nur ein wenig, ändert sich die Entfernung, die das Licht zwischen den Schichten zurücklegt. Irgendwann erreichst du einen Punkt, an dem die Wellenberge über den Tälern liegen, sodass sich die Wellen gegenseitig auslöschen. Das ist destruktive Interferenz. Verschiedene Farben haben unterschiedliche Wellenlängen, was bedeutet, dass das Licht unterschiedliche Entfernungen zurücklegen muss, um konstruktiv zu interferieren. Deshalb entsprechen die Farben in etwa der Größe der Siliziumkügelchen. Die Abstände zwischen den 210 Nanometer großen Kügelchen sind genau so groß, dass sie blaues Licht verstärken. Für rotes Licht mit seinen längeren Wellen müssen die Siliziumkügelchen fast 300 Nanometer groß sein. Diese brauchen sehr lange, um sich zu bilden, und deshalb ist Rot die seltenste Farbe bei Opalen. Die unterschiedlichen Anordnungen der Gelgitter innerhalb eines bestimmten Steins führen zu einer breiten Palette von Farbmustern, die von breitem Lichtschein über Nadelfeuer bis hin zum extrem seltenen Harlekin reichen. Die Umstände, die zur Entstehung von Edelopalen führen, sind so ungewöhnlich, dass sie nur an einer Handvoll Orte vorkommen. Etwa 95% stammen aus Australien, wo in einem uralten Binnenmeer die perfekten Bedingungen dafür herrschten.
Dort bildete sich vor etwa 100 Millionen Jahren der Halley's Comet Opal. Das wirft eine Frage auf. In den kommenden 100 Millionen Jahren wird kieselsäurereiches Wasser auch durch die Spalten und Ritzen einiger ausgedienter Artefakte menschlicher Zivilisation sickern. Welche schillernden Lichtspiele werden dann eines Tages aus den Dingen strahlen, die wir in der Dunkelheit hinterlassen? Bist du bereit, weiterzulernen? Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen auf die Probe stellen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere uns und bleibe neugierig.